Aloha und herzlich willkommen zum nächsten Video, zum nächsten Schritt auf deiner wundervollen Reise hin zu dir selbst, zu deinem höchsten Potenzial, zur großen Kraft deiner Komfortzone. Und nachdem wir im letzten Video die Hindernisse und Schuttbrocken, die da möglicherweise deinen Weg zu deiner wahren Komfortzone und ihrer großen Kraft noch versperrt haben, beseitigt haben oder zumindest Wege gesehen und entdeckt haben, wie wir diese Hindernisse beseitigen können, wollen wir jetzt in diesem Video zum Kern vordringen und uns anschauen, worin die große Kraft deiner wahren Komfortzone eigentlich liegt. Denn genau darum geht es in Kapitel 4 meines Buches, die Kraft deiner Komfortzone, und warum es jetzt Zeit ist, sie endlich zu betreten. Das Kapitel 4 trägt den Titel „Was bringt mir das eigentlich? Die Kraft deiner Komfortzone“. Dieses Kapitel möchte ich jetzt hier mit dir teilen und du wirst feststellen, dass die Kraft deiner wahren Komfortzone in nicht weniger als der Erschaffung von Wundern besteht. Viel Freude dabei. Kapitel 4: Was bringt mir das eigentlich? Die Kraft deiner Komfortzone. Das eine wenigstens lernte ich bei meinem Experimente. Wenn jemand vertrauensvoll in der Richtung seiner Träume vorwärts schreitet und danach strebt, das Leben, das er sich vorstellt, zu leben, so wird er Erfolge haben, von denen er sich in gewöhnlichen Stunden nichts träumen ließ. Er wird mancherlei hinter sich lassen, wird eine unsichtbare Grenze überschreiten. Neue, allgemeine und freiere Gesetze werden sich um ihn und in ihm bilden, oder die alten werden ausgedehnt und zu seinen Gunsten in freierem Sinne ausgelegt werden. Henry David Thoreau. Dieses wunderschöne Zitat des amerikanischen Schriftstellers Henry David Thoreau aus seinem Buch Walden beschreibt eigentlich schon ziemlich vollständig die riesige, weltenerschaffende Kraft deiner Komfortzone. Im Laufe dieses Kapitels wollen wir uns diese Kraft und Macht, die ja auch das Titelthema dieses Buches ist, jetzt einmal genauer ansehen. Und wir wollen auf Grundlage des obigen Zitats sowie einiger Beispiele aus meinem eigenen Leben 6 Prinzipien herausfiltern, die dir zeigen, wie du mit der Macht deiner wahren Komfortzone deine Wirklichkeit erschaffen kannst. Und das vollkommen unabhängig davon, was diese Wirklichkeit vor dem Betreten deiner Komfortzone gewesen sein mag. Es lohnt sich, dass wir uns dazu zunächst etwas näher mit den oben zitierten, bereits über 170 Jahre alten Worten von Henry David Thoreau auseinandersetzen. Auch wenn er unseren zentralen Begriff, den der Komfortzone, nicht verwendet, so beschreibt Thoreau in den ersten Zeilen doch ziemlich genau, was die Komfortzone in unserem Sinne eigentlich ist. Nämlich einfach dasjenige Leben, das du wirklich leben möchtest, in dem du dich wirklich wohlfühlst. Soweit so bekannt. Zumindest für dich, da du dieses Buch bis hierher gelesen hast. Interessant ist nun, was laut Thoreau passiert, wenn wir uns ganz bewusst in eben diese wahre Komfortzone begeben. Es stellen sich dann nämlich Erfolge ein, Zitat, von denen man sich in gewöhnlichen Stunden nichts träumen ließ. Ja, mehr noch. Es bilden sich gar ganz neue Gesetzmäßigkeiten um einen herum, eine neue Welt sozusagen, und die alte formt sich um zugunsten dessen, der den Schritt gewagt hat. Wow, was für eine Kraft, die uns da zur Verfügung steht. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, der gute Thoreau hatte tatsächlich vollkommen recht. Ich selbst habe diese schöpferische Kraft der Komfortzone mehrfach in meinem Leben genau so erfahren. Weiter unten werden wir uns ein paar Beispiele dafür ansehen. Und ich bin sicherlich nicht der Einzige. Du selbst bist der Magier oder die Magierin, der oder die seine oder ihre Welt umgestaltet und erschafft, sobald du die Entscheidung getroffen hast, dein höchstes Potenzial zu leben und voller Genuss deine individuelle Komfortzone zu betreten. Du wirst dabei, wie Thoreau weiterschreibt, mancherlei hinter dir lassen, nämlich schlicht und einfach alles, was nicht deiner wahren Komfortzone entspricht und was sich auf dir und deinem Zugang zu dir selbst als hinderlicher Schutt
abgelagert hat. Wie wir im letzten Kapitel bereits gesehen haben, gilt es in der Tat, all das hinter sich zu lassen. Und ja, sicherlich dabei auch manche unsichtbare Grenze, wie Thoreau schreibt, zu überschreiten. Dieser Prozess mag manchmal ein wenig Mut erfordern. Du darfst dir dabei aber immer bewusst sein, dass du als Komfortzonenmagier hier mit einem gigantischen Rückenwind unterwegs bist, der dich sanft, aber zugleich kraftvoll trägt und dich absolut sicher und weich in deinem wahren Sein landen lässt. Egal wie schwierig der Prozess für den denkenden Verstand und von der Perspektive des Vorher aus erscheinen mag, du wirst geführt und getragen sein. Darauf darfst du vertrauen. Denn das Universum, die Quelle allen Seins, Gott, das Quantenfeld oder wie auch immer du die kosmische Intelligenz nennen möchtest, deren Teil und Mitschöpfer du bist, hat großes Interesse daran, dass du in deiner Komfortzone voller Freude und Wohlgefühl dein höchstes Potenzial lebst. Genau dadurch erfüllst du nämlich deine heilige Aufgabe im kosmischen Strom der Evolution. Und was könnte wichtiger und mehr im Sinne des großen Ganzen sein? Genau, nichts. Dein Beitrag zu dieser heiligen Reise ist vor allem erst einmal die bewusste und klare Entscheidung, den Platz in deiner Komfortzone und damit im kosmischen Heilsplan einzunehmen. Welche kraftvollen kosmischen Zahnräder diese Entscheidung dann in Bewegung zu setzen vermag, zeigen uns die letzten Zeilen von Thoreaus Zitat, in denen er die wahrscheinlich magischste Komponente des Prozesses beschreibt, der abläuft, wenn du deine wahre Komfortzone findest und betrittst. Die Gesetze des Universums werden dann nämlich buchstäblich für dich umgestaltet oder jedenfalls zu deinen Gunsten in freierem Sinne ausgelegt werden. Das klingt erstmal nach ziemlich hartem Tobak, oder? Aber wenn wir uns einmal die Grenzenlosigkeit des Universums vor Augen führen, wird schnell klar, in einem grenzenlosen Universum ist tatsächlich alles möglich. Und nochmal möchte ich dir aus meiner eigenen Erfahrungswelt bestätigen, dass das, was Thoreau hier schreibt, tatsächlich genau so der Fall ist. Dein Leben in deiner wahren Komfortzone und höchsten Schwingung ist von essentieller Bedeutung für das große Ganze. Und deine Entscheidung dafür wird dementsprechend machtvolle Kräfte mobilisieren. Die Komfortzonen-Schöpfungsprinzipien. An dieser Stelle möchte ich dir jetzt, wie versprochen, ein konkretes Beispiel aus meinem eigenen Leben geben, das dir zeigt, was dies alles tatsächlich in der Praxis bedeuten kann. Das Beispiel ist nur eines von vielen aus meinem bisherigen Leben, aber eines, das besonders handfest und deutlich ist. Vor einiger Zeit erhielt ich von meinem Steuerberater ein Schreiben, in dem er mir das Ergebnis seiner Berechnungen zu meiner Steuererklärung für das Jahr 2020 mitteilte. Darin stellte er mir in Aussicht, ich müsse einen hohen fünfstelligen Betrag an Steuern nachzahlen, aufgrund des Verkaufs meines Elternhauses, der in diesem Jahr stattgefunden hatte. Zunächst war ich davon natürlich schockiert, und für ein paar Stunden fiel meine Schwingung stark ab und ich bewegte mich ganz klar außerhalb meiner wahren Komfortzone. Doch dann erinnerte ich mich an die Grenzenlosigkeit des Universums und daran, dass ich der Magier und Schöpfer in meiner Welt bin. Ich traf die Entscheidung, möglichst schnell wieder in das höchste Potenzial meiner Komfortzone zurückzukehren und akzeptierte schlicht und einfach diesen Betrag nicht, der da auf dem Schreiben meines Steuerberaters stand. Stattdessen machte ich mir noch einmal ganz klar, was in dieser Hinsicht meiner wahren Komfortzone entsprach und immer noch entspricht, nämlich generell wenig bis gar keine finanzielle Belastung durch staatliche Abgaben oder wiederkehrende Kosten zu haben. Und daran gab es nichts zu rütteln. Ich rief also meinen Steuerberater an und teilte ihm mit, dass ich seine Berechnung schlicht nicht akzeptierte und wir einen anderen Weg finden müssten. Da antwortete er mir ganz ruhig und so, als wäre das schon immer selbstverständlich gewesen, dass es natürlich noch eine andere Möglichkeit gäbe, nämlich mittels eines Gutachters den tatsächlichen Wert des verkauften Hauses im Nachhinein berechnen zu lassen, und aufgrund bestimmter steuerrechtlicher Gegebenheiten würde sich dadurch die Höhe der Steuernachzahlung voraussichtlich beträchtlich reduzieren. Na also, geht doch, dachte ich mir. Dies war nun schon der erste Schritt magischer Umgestaltung der Gesetzmäßigkeiten meiner Welt, denn zuvor stand die von ihm berechnete Zahl da ja schwarz auf weiß auf dem Papier,
und wäre damit vermutlich von vielen Menschen einfach so als Gott gegeben hingenommen worden. Nicht aber für denjenigen, der weiß, dass er in seiner wahren Komfortzone immer der kraftvolle magische Schöpfer seines Lebens ist. So weit, so großartig. Aber es kam noch viel besser. Um die Geschichte abzukürzen, ich gab in den kommenden Wochen das erforderliche Gutachten in Auftrag und wartete dann einfach ab. In meiner Komfortzone und mehr oder weniger zuversichtlich, dass der am Ende an Steuern zu zahlende Betrag erheblich geringer ausfallen würde, als der zunächst berechnete. Und was soll ich sagen? Das Ergebnis war wahrlich magisch und tatsächlich jenseits meiner Vorstellungen. Als ich ein halbes Jahr später nämlich meinen Steuerbescheid in Händen hielt, hatte sich der zu zahlende Betrag tatsächlich reduziert. Und zwar auf sage und schreibe 0 Euro. Da stand sogar, dass ich noch 10 Euro von einer Vorauszahlung zurückbekommen würde. Kein Scherz. Das war nun wahrlich ein ganz anderes Schwarz auf Weiß, als ich es noch vor einigen Monaten in Händen gehalten hatte. Aufgrund meiner klaren und unumstößlichen Entscheidung für meine Komfortzone, für dasjenige Leben, in dem ich mich am meisten in meinem höchsten Potenzial und meiner höchsten Freude fühlte, waren ganz im Sinne Thoreaus die alten Gesetze tatsächlich zu meinen Gunsten in freierem Sinne ausgelegt worden. Und eine entsprechende Wirklichkeit hatte sich ganz neu geformt. Dieses Ergebnis hat sogar mich, alten Komfortzonen-Magier, noch überrascht. Aber es ist keineswegs eine Ausnahme in meinem bisherigen Leben geblieben. Ich werde gerne noch weitere Beispiele im Laufe dieses Buches mit dir teilen. Lass uns aber nun zunächst einmal etwas genauer betrachten, wie diese Umgestaltung der Wirklichkeit vonstatten ging. Was ist hier passiert, das dazu geführt hat, dass die Macht meiner Komfortzone ihre Wirkkräfte entfaltet und entsprechend neue Welten für mich kreiert hat? Der wichtigste und grundlegende erste Schritt war: Ich habe mich bewusst für mein Wohlbefinden entschieden und alles, was dem nicht dienlich war, schlicht und einfach nicht akzeptiert. Diese Entscheidung ist grundlegend und immer der erste Schritt auf dem Weg in deine Komfortzone. Entscheide dich im Wortsinne. Das heißt, hebe die Trennung, die Scheidung auf zwischen dir und dem, was deiner wahren Komfortzone entspricht. Indem du dich entscheidest, beseitigst du die künstliche Trennung zwischen dir und deiner Komfortzone, die Trennung zwischen dir und dir, könnte man sagen. Diese Trennung ist immer eine künstliche und deshalb agierst du mit dem Rückenwind deiner Natur, wenn du sie beseitigst. Geschehen kann dies aber nur, wenn du es auch für möglich hältst und dich eben aktiv, klar und felsenfest entscheidest. Dann ist alles möglich, alles natürlich. Denn du bist dann nicht mehr getrennt von deinem wahren Sein. Du hast dich ja entschieden. Ich habe im nächsten Schritt diese Entscheidung dann dem Universum auch mitgeteilt. Unter anderem, indem ich meinem Steuerberater klargemacht habe, dass er einen anderen Weg zu finden hat. Die sich mir daraufhin bietenden entsprechenden Einladungen des Universums habe ich dann aktiv angenommen, indem ich den Gutachter engagiert habe. Diese Einladungen und Möglichkeiten habe ich während des Prozesses auch immer wieder mit großer Dankbarkeit gefeiert, was wiederum mein Wohlbefinden genährt und meine Schwingung weiter erhöht hat. Was am Ende stand, war nicht weniger als eine neue Wirklichkeit, die nicht nur vollkommen meiner Komfortzone entsprach, sondern diese sogar noch vertiefte, mich also noch mehr Wohlgefühl und Freude empfinden ließ, als ich es mir anfangs je hätte ausdenken können. Als nächstes möchte ich deine Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Aspekt meiner oben erzählten Geschichte lenken, der dir zu einer weiteren beim Erschaffen deines großartigen Lebens in deiner wahren Komfortzone sehr hilfreichen Erkenntnis verhelfen kann. Du erinnerst dich. Was war einer der Hauptgründe, warum am Ende das Ergebnis vorlag, das meiner Komfortzone mehr als entsprach? Richtig, dass ich etwas anderes schlicht nicht akzeptierte. Die Erkenntnis, die ich dir hiermit auf den Weg geben möchte, lautet: Sturheit ist dein bester Freund. Was? Sturheit? Ja, genau, Sturheit. Diese Eigenschaft, von der dir deine Eltern immer einzureden versucht haben, dass sie etwas Schlechtes sei. Was meine ich damit? Nun, ganz einfach. Wenn du etwas als für das Leben in deiner wahren Komfortzone förderlich oder notwendig erkannt hast, dann vertraue fest auf die oben beschriebenen Zusammenhänge, die schon Thoreau beschrieben hat, und lasse dich durch absolut nichts davon abbringen, dieses etwas in deinem Leben zu haben.
Wenn mich jemand fragt, was ich selbst für meine beste Eigenschaft halte, dann sage ich tatsächlich oftmals meine Sturheit. Ja, wirklich. Denn ich akzeptiere einfach bestimmte Dinge nicht in meinem Leben, die nicht Teil meiner wahren Komfortzone sind. Und ebenso wenig akzeptiere ich, dass mir andere Dinge vorenthalten werden, wenn ich der Überzeugung bin, dass diese Teil meiner Komfortzone sind und deshalb in meinem Leben sein sollten. Wenn wir dem bekannten Bild des bockigen Kindes, welches oft mit Sturheit assoziiert wird, alle negativen Aspekte wie Anspannung, Wut und Frustration, die ja einzig aus seiner empfundenen Machtlosigkeit entstehen, einmal wegnehmen, welche Qualitäten eines sogenannten sturen Menschen bleiben dann? Klarheit, Kraft und Fokus. Sturheit ist so gesehen tatsächlich eine überaus positive Eigenschaft, die einzig durch gesellschaftliche Prägung negativ konnotiert worden ist. Eine schöne Ergänzung dazu von einem anderen Blickwinkel aus gibt uns die amerikanische Manifestationstrainerin Regan Hillier in einem Interview, wenn sie sagt: Wir mögen im Leben vielleicht nicht immer genau das bekommen, wovon wir träumen, aber wir bekommen das, was wir tolerieren. Wir erhalten unseren Mindeststandard, garantiert. Wenn ich mit Menschen arbeite, frage ich sie daher immer: Was ist dein Traum? Was ist deine Vision? Und damit verbinden wir uns. Doch dann schauen wir uns ihre aktuelle Realität an. Denn deine gegenwärtige Realität ist ein direkter Spiegel all dessen, was du im Moment tolerierst. Zitat Ende. Wenn du dich also in deinem Leben, deiner aktuellen Wirklichkeit umschaust, frage dich doch einmal: Was toleriere ich hier, obwohl es eigentlich nicht meiner wahren Komfortzone entspricht? Warum tolerierst du es? Und ist es vielleicht an der Zeit, hier eine neue Wirklichkeit zu erschaffen, ausgestattet mit der großen Kraft deiner Komfortzone? Fortsetzung folgt. Ja, das war Teil 1 von Kapitel 4 meines Buches Die Kraft deiner Komfortzone und warum es jetzt Zeit ist, sie endlich zu betreten. Du kannst das Buch als E-Book und Taschenbuch auf Amazon bestellen. Und ja, ich hoffe, du hast bereits ein wenig einen Einblick bekommen in die große, weltenverändernde Kraft, die eben deine wahre Komfortzone in deinem Leben entfalten kann, wenn du es zulässt. Und im nächsten Video wollen wir Teil 2 dieses Kapitels uns ansehen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniere deshalb am besten den Kanal. Dann stellst du sicher, dass du jeden weiteren Schritt auf der Reise hin zu dir selbst, auf der Reise zu deiner wahren Komfortzone auch mitbekommst. Außerdem, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne ein Like da. Das hilft dem Kanal auch sehr, eine größere Reichweite zu erzielen, was mich natürlich sehr freuen würde. Ja, und bis wir uns im nächsten Video wiedersehen und dann Teil 2 des Kapitels über die große weltenverändernde Kraft deiner Komfortzone uns anschauen werden, bleibt mir jetzt nur noch, dir eine Zeit voller Wunder, voller Freude, voller Wohlgefühl zu wünschen. Bis dahin, alles Liebe.